Gude, ich bin's mal wieder und heute sind wir auf Dueling-Book, denn ich möchte euch heute gerne eine Scrap-Orkus-Liste zeigen, die ich gebaut habe mit dem Scrap-Raptor. Wir werden einfach mal einen Blick in die Zukunft werfen und ich werde einfach mal erklären, wieso ich das so und so gebaut habe. Ich habe übrigens diese Liste bei meinem Twitch-Livestream gebaut. Ihr könnt gerne mal bei meinem Twitch-Channel vorbeischauen. Ihr könnt gerne auch mal ein Follow da lassen, das würde ich sehr appreciaten. Ihr müsst es nicht tun, aber ne, könnt ihr gerne mal machen. Ihr könnt einfach vorbeikommen, ein bisschen chillen und ihr könnt einfach zusehen, wie ich das beste Deck aller Zeiten spiele, das Orkus-Deck, ne? Vielleicht baue ich auch einfach mal eine Orkus-Variante, vielleicht spiele ich mal ein anderes Deck, wäre vielleicht auch eine super Lösung, ne? Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an mit dem Deckbefall, um das einfach mal alles zu erklären. Okay, das Deck ist ein bisschen anders. Als allererstens diese Liste basiert sich auf die Heike Fibrax Scrap Combo, die ich bei diesen Channels schon hochgeladen habe, wo du im Prinzip einfach den Zugriff zu Hulk brauchst und eine Karte zum Schießen und du hast exakt dieselbe Scrap Combo, die man heute schon kennt. Nur du brauchst keinen Rosenix und keinen Golem für die ganze Combo. Was halt super nice ist, weil ich hasse Rosenix. Macht gar nichts auf der Hand, also wirklich nichts. Die Karte will man nicht ziehen. Und mit Scrap Raptor ist es nicht mehr schlimm, Golem zu ziehen auf der Hand, weil du jetzt die extra Normal Summon hast durch den Raptor-Effekt, was ganz, ganz cool ist. Aber dennoch brauchst du für die Halbkombo keinen Golem. Dennoch habe ich den drinne. Dazu komme ich gleich. Also allererstens 7 Normal Summons. Ich finde 7 Normal Summons eine angemessene Anzahl. 3 Gearsus. Gearsus sogar going second wahnsinnig, weil du den Gearso so beschwören kannst, dass er zu einem Tuner wird und somit hast du Zugriff auf die Scrap-Combo. Kannst somit das Feld vom Gegner brechen, weil du dann später Scrap-Wyvern beschwörst und mit dem Scrap-Wyvern-Effekt einfach eine Karte vom Gegner schießen kannst. Das ist wirklich nice. Das wird auch einfach zum Tuner. Somit kannst du noch besser OTKen als davor. 2 Scrap Recycler, 2 Raptor. Man kann auch 3 Scrap Recycler spielen, aber ich habe mich einfach entschieden, 4 Scrap Recycler zu spielen. Im Prinzip sind Raptor Recyclern. Und wieso ich auch nur 2 Raptor spiele? Raptor ist eigentlich eine Karte, die man nicht ziehen möchte in diesem Deck. Wenn man die HK-Fibrax-Kombo spielen möchte. Man möchte Raptor vom Deck beschwören über den Effekt von Wyvern. Ähm, damit wir wiederum den Scrap Recycler suchen können vom Deck und dann Scrap Recycler normal. Und dennoch wollte ich 2 Raptoren spielen, weil falls ich dieses eine One-Off ziehe, ist halt blöd. Und die Karte auf 2 zu spielen schadet auch nicht, weil andernfalls, falls du nicht die Hard-Combo hast, kannst du auch einfach den Raptor normeln und einfach Scrap Recycler suchen, Scrap Recycler normeln. Deswegen ist das nicht schlimm. Und dann haben wir noch Gate als quasi Starter, One-Card-Starter plus die eine Karte zum Schießen. Wir können mit Gate Lamia suchen. Lamia legen wir weg für Linkuribo. Und dann können wir Lamia wieder beschwören und haben somit Zugriff auf Gefibrax. So. 10 Starter im Prinzip. Und ich werde wahrscheinlich auch mal die Extender erklären, wieso ich spezifisch Atara und Jester Config spiele und Dangers. Man könnte auch andere Tune Extender spielen. Man könnte unter anderem die Rocket Engine spielen. Man könnte auch Quick Draw spielen. Das Problem bei Rocket Tracer und Quick Launch an sich ist, du musst die Spell spielen und musst wiederum das Monster spielen, was halt dann wiederum entgarnet ist. Und bei Kryptor ist es so, ja klar, du kannst dich einfach von der Hand specialen, aber du musst ein Monster diskarden und du hast ja nicht immer ein Monster. Oder du möchtest das Monster auf der Hand keepen, weil du es einfach brauchst. Und ich habe mich für Atara entschieden, weil diese Karte kann ich einfach so specialen von der Hand, wenn ich ein Effektmonster kontrolliere und kann danach einfach mein Scrap Recycler oder mein Scrap Raptor, was wiederum Recycler ist, einfach normaln. Oder ich kann einfach irgendein anderes Monster normaln, was einfach gefühlt nichts macht, wie zum Beispiel Jester-Config. Normalerweise würden wir Jester-Config specialen, aber es ist jetzt einfach mal ein Beispiel und haben so unsere Heil-Kombo. Und es ist ein Tuner-Monster, was ganz cool ist. Ne? Und wir haben den Jester-Config. Ähm, Man könnte andere Extender spielen. Ich habe über Souls nachgedacht, aber was ich an Config mag, ist, dass ich sehr wenige Anforderungen habe, um die Karte zu specialen von an. Und zwar, ich kann die einfach so specialen. Ich darf nur einen Jester-Config kontrollieren. Ich mag den Extender tatsächlich. Es ist ein Low-Budget-Extender, das definitiv. Und was auch ganz cool an Config und Hara ist, das sind Stufe 1er Monster für Linkuribo, für den Fall der Fälle, falls irgendwas Krummes passieren sollte. Ne? Das ist auch ganz nice. Und Abzug hat man die Möglichkeit, ohne eine Normal Summon die Scrap Combo zu machen. Du kannst Atara Special, Special Config, machst Combo.
Und das Beste daran ist, wenn du die Combo ohne Normal Summon machen kannst, du kannst deine Normal Summon, falls es zum Beispiel Girso oder Scrap Recycle ist, einfach keepen, falls du interrupted wirst, dann kannst du immer noch dein Orcus-Feld bauen. Das ist so strong, wenn man die Orcus-Combo ohne Normal Summon machen kann. Das ist insane. Das ist ja auch bekannt bei anderen Combo-Decks, wenn du ohne Normal Summon arbeiten kannst. Und mit dieser Variante ist es an sich möglich, da wir jetzt die Möglichkeit haben, bei Hulk auch die Combo zu haben, neben Normal Summon Girso oder Recycle und vieles mehr. Und ich spiele die Dangers als Extender. Ähm, Ich spiele Dangers. Normalerweise würde ich das nicht tun, aber da ich keine Handjobs spiele und keine Dragon Engine spiele, ist das fein. Ich finde beide Sachen konflikten mit den Dangers. Ähm, Bei Handjobs ist es so, ich möchte die Handjobs auf der Hand keepen. In der Regel habe ich auch mal so 9 bis 12 Handjobs im Main-Deck gespielt. Und ich finde das irgendwie komisch, wenn du deine Handjobs so halten willst, aber gleichzeitig aktivierst du Dangers und die werden dann gesniped. Und das ist, weiß nicht, für mich fühlt sich das irgendwie falsch an. Deswegen habe ich das einfach gelassen. Und das andere Problem bei den Dangers mit Dragon ist, du kannst rein theoretisch in deine Vanillas reinziehen. Im schlimmsten Fall ziehst du Fusion rein und normalerweise möchtest du die Engine im Deck behalten. Das ist ganz obvious. Was auch richtig schlimm sein kann, ist, wenn du einen Vanilla ziehst und der dann gesniped wird. Und dann ist die Engine einfach futsch. Und das will ich auch nicht. Deswegen habe ich die Dragon Engine nicht drin. Ich werde aber später darüber reden. Ähm, aber das sind coole Extender, weil ich damit auch Plus gehen kann. Und diese 13 plus Shade-Beginner, ich zähle Shade noch als Extender dazu. Diese 14 Extender ersetzen quasi den Rosenix, der jetzt in diesem Deck fehlt. Falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Ich spiele kein Kriston Rosenix, weil die Karte absolut nichts macht auf der Hand und ich hasse es, Rosenix zu ziehen. Nicht so wie Golem. Golem ist fein mittlerweile, wenn wir jetzt den Raptor haben, weil wir die Karte auch notfalls normal sammeln können. Das ist weniger das Problem, jetzt den Golem auf der Hand zu haben, tatsächlich. Aber Rosenix ist immer noch beschissen, seien wir mal ganz ehrlich. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du einen Extender hast auf der Hand, ist ziemlich hoch. Heißt, du brauchst einfach nur einen Extender und Recycler und hast genau dieselbe Kombo, als hättest du Recycler und hättest Rosenix im Deck. Ich denke, das ist fein, auf Rosenix zu verzichten, um ehrlich zu sein. Und mehr auf sowas zu setzen. Auf viele Extender. Vor allem, wenn du halt Atara und Gate hast und dann den anderen Extender brauchst du die andere Normal Summon und Kalk zu beschwören. Das ist ganz cool. Ähm, Dann haben wir 3 Nightmare, 2 Skeleton, ein Bombard, ein Gizmek, ein World One. Das muss ich nicht viel erklären. Ein World One tatsächlich, obwohl ich Scrap Orcus spiele. Ähm, Ich spiele so viele Extender, dass es sehr gut möglich ist, dass ich einfach Blocker beschwören kann, werfe World One ab und spiele dann weiter. Deswegen ein World One ist fein und außerdem spiele ich 45 Karten. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich das eine World One ziehe, gering. Geringer als sonst. Ich denke, es ist fein, den auf 1 zu spielen. Notfalls kann man, wie gesagt, Blocker benutzen. Foolish, um notfalls Nightmare und sowas zu senden, ganz obvious. Lamia spielen wir für Gates, ganz obvious. Allures, ich mag Allures, coole Karte zum Schießen für den Scrap-Wyvern-Effekt, aber auch gleichzeitig, um Dark Monster von unserer Hand loszuwerden und neue Karten zu ziehen, die uns dann weiterhelfen, in weitere Extender reinziehen, in Droplets reinziehen. Droplets in dieser Liste, ich spiele keine Handjobs in dem Main-Deck, weil ich das vorhin gesagt habe, die konflikten ein bisschen mit den Dangers, das möchte ich nicht. Und Droplets ist an sich die beste Karte, die man dann spielen kann. First und Second, du kannst die First defensiv benutzen, indem du die einfach settest. Und Second kannst du die dann einfach aktivieren. Du kannst sogar Sachen wie Nightmare oder ähnliches discarden, was super strong ist. Deswegen denke ich, dass Droplets ganz fein ist zu spielen, wenn man keine Handjobs spielt bei dieser Orcus-Liste. Dann haben wir Crescendo und Babel. Ich möchte die Option haben, sowohl Crescendo Pass zu machen bei meinem Endboard, wenn ich Appaloosa und was weiß ich was habe, mit Galatea, als auch Babel, wenn ich der Meinung bin, dass ich lieber mit Dingeso was senden möchte und vielleicht dadurch mehr Jobs habe, weil ich auch einfach mein Dingeso special kann, in die Zone, wo Rusty hinzeigt und somit einen Doppelpop habe oder Doppelcent. Weil der eine Golem, nicht vergessen, man kann immer noch die ganz normale Combo machen, die man kennt mit Swap Recycler, Normal Recycler, sende World oder man kann sogar Nightmare senden, was richtig cool ist. Und dann später nochmal eine World Wand. Ja. Und plus der eine Extender, da braucht man den Golem. Aber an sich, falls man über High spielt, ist das nicht nötig. Wenn man tatsächlich ähm, die Combo hat ohne Normal Summon und Golem auf der Hand, ist das wirklich strong. Scrap Goblin, mein Fehler. Das ist unser Target für High Fibrax. Ich habe in dem Combo-Video Scrap Worm gespielt. Ich habe mich entschieden, dann Goblin zu spielen, weil es auch manche Fälle gibt, wo man Goblin und Golem benutzen kann.
um Savage zu beschwören. Und Savage beschwört man tatsächlich ziemlich oft in diesem Deck. Ich werde auch gleich erklären, wieso ich mich auch für Savage entschieden habe in dem Extra-Deck. Ansonsten, bei der Engine bin ich noch gar nicht sicher. Die ist neu drinne, die habe ich nicht so krass getestet. Ich habe davor Reborn und Succession, nee, nicht Succession, Return gespielt, anstelle von denen, aber ich hatte das Gefühl, dass mein Endboard nicht so überragend krass ist. Es ist gut, auf jeden Fall, aber ich wollte das besser machen und ich dachte, dass noch eine Schicht voller PK-Karten eine gute Option sei. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich habe auch überlegt, die Dragon zu spielen, weil Dragon meiner Meinung nach eine der besten Karten ist, die man momentan spielen kann, vor allem mit den Orkus. Und dann müsste ich aber was anderes einfallen lassen für die Dangers. Da hätte ich auch noch andere Optionen. Ähm, ich könnte auch Magician Souls spielen anstelle von den Dangers. Das wäre auch eine Option, damit ich die Dragon Engine spielen kann. Das ginge rein theoretisch auch. Bei Dragon ist auch leider das Problem, ich müsste dann gucken, welche Excel-Karte ich cutte, weil wie man hier sieht, es gibt eigentlich keine Karte, die ich cutten würde, um ehrlich zu sein. Das Extra-Deck ist super tight bei Combo Orcus, was ein bisschen nervig ist, aber es ist halt leider so. Nur ein Boots, es reicht vollkommen aus. Ich möchte nicht Ancient Cloak spielen, noch eine weitere Karte, die ich nicht ziehen möchte. Notfalls, wenn man Boots zieht, kann man einfach Rusty beschwören und dann kann man das Boots von der Hand special und das dann weglinken. Und somit kann man sich das eine Fogblade suchen oder auch ein Shade beginnen. Shade ist ein Extender, wie vorhin erwähnt, und die Karte kann man auch setten über den Effekt von Rusty und dann kann man Shade benutzen, um Masquerena zu beschwören, was auch ganz cool ist. Fogblades auch ganz nice in Jobs. Manchmal ähm, kann man auch Fogblade einfach suchen durch den Effekt von Silent Moods und das als Discard verwenden für Unicorn, falls man mit Masquerena enden möchte. Und zu guter Letzt ist eine World Legacy Succession. Theoretisch auch ein Extender, aber es ist eher ein Combo-Piece, aufgrund dessen, dass wir die Lip-Combo in der Scrap-Combo integriert haben. So, das war quasi das Main-Deck. 45 Karten. Man könnte es reduzieren, denke ich mal. Die Größe des Main-Decks, vielleicht Allures raus. Aber an sich mag ich die Karte, weil wir ja super viele Dark Monster spielen. Zum Extra-Deck Savage. Man baut den richtig oft und ich wollte unbedingt eine Karte haben. Ähm, oder besser gesagt einen Job haben, was ein Omni-Negate ist, neben Crescendo. Falls ich nicht mit Crescendo enden möchte, zum Beispiel, dann möchte ich einen Savage haben. Dann kann ich wenigstens mit Babel enden, mit den Gears und Friedhof. Den Gears und Friedhof mit Babel ist richtig strong, falls man Angst hat gegen Ruler, weil du dann immer noch eine Interaktion hast, um den Gegner irgendwie zu stoppen, und zwar den Gears, falls du gerudert wirst, was strong ist. Zwei den Gears und zwei Galatea, brauche ich nicht zu erklären. Apollousa baut man öfters. Auf jeden Fall eine super tolle Karte. Bei Blocker benutze ich in der Regel, um Worldwand zu diskarden. Man kann bei Blocker auch verwenden, um ein Link 2 Dark Monster zu haben für den Rusty. Da haben wir Ballsport. Man kann in dieser Liste überlegen, Access Code zu spielen, weil wir hier viel mehr Attribute haben zum Banishen, um Karten zu schießen. Ich finde aber, to be honest, Ballsport besser zum OTK in dem Markus-Deck. Das geht dann tausendmal einfacher, weil du zum Beispiel Ballsport als viertes Summon beschwören kannst und dann in der Battle Phase kannst du Gizmek beschwören oder beschwörst den Girsu zum Beispiel aus dem Friedhof, weil du Babel auf dem Feld hast. Das ist auch ganz cool. Heike Fiebkax, ähm, quasi unsere Scrap-Combo. Das ist richtig cool, dass wir jetzt auch noch diese Möglichkeit haben. Masquerena Best Bay, Unicorn, Super Interrupt und Masquerena. Manchmal hat man auch das coole Feld, wo man Masquerena und Lip hat. Und somit kann man entweder Appaloosa beschwören und man kann mit Lip was weglenken. Oder man kann mit Unicorn und Lip dann einfach zwei Karten removen vom Gegner, was super strong ist. Solche Endfelder gibt es auch. Das mache ich auch ziemlich gerne. Lip braucht man in der Combo, damit wir mehrmals den Scrap Recycler verwenden können. Oder wir beschwören unseren Golem und beschwören dann Goblin, beschwören dann Savage. Was auch sehr oft passiert, ist, dass man Savage beschwört durch Nightmare und Hatara oder Lamia oder Weißbombard. Auch ein Grund, wieso ich Lamia spielen wollte als Starter für Heike V-Bucks ist, dass Lamia ein Dark Monster ist, was halt öfters vorkommen kann, falls ich gelockt bin in Darks. Ich könnte auch andere Engines spielen wie Despot 003 oder Deep Sea Diva, aber ich glaube, die DD-Engine ist die beste Engine, falls man HK-Pass beschwören will, also als One-Card-Starter. Notfalls kann ich auch mehrere Gates auch schießen für den Effekt von Wyvern, was gut ist. Oder als Discard verwenden. Hat Vorteile. Linkorio, Orbius für den Geso-Token und auch sehr gut gegen Dinos.
Wyvern, Karte ist insane. First und Second, vor allem Second, weil die Karte gegnerische Karten schießen kann, das vergessen viele Leute. Und Rusty. Ähm, zum Side-Deck. Bin mir nicht sicher, ob. Also das Side-Deck könnt ihr so bauen, wie ihr wollt. Ähm, ich glaube, Asche würde ich gegen eine High-Impact-Handtrap austauschen, wie zum Beispiel Lancia oder Droll. Bin ich mir aber nicht sicher. Nibiru ist sehr gut in dieser Liste. Ob Nibiru dann zu dem Zeitpunkt, wenn die Karte rauskommt, gespielt wird, I don't know. Das ist noch offen. Ähm, weiß ich noch gar nicht. Aber das Coole an Nibiru ist, ihr könnt den Gegner Nibiru und im Next Turn könnt ihr einfach Recycler normeln. Der Gegner kann Recycler Aschen oder Imperm oder was weiß ich was. Und ihr könnt dann immer noch euren Wyvern mischen und habt immer noch eure Combo, was super strong ist. Und ihr könnt dann mit den zweiten Wyvern den Nibiru-Token schießen. Ähm, dann haben wir Gamma. Gamma ist Hulk. Das muss ich nicht viel erklären. Going Second. Und ein paar Karten Going Second gegen Backrow. Ja, das war's im Prinzip mit dem Deckprofil. Die Liste, die ich ungefähr im Stream gebaut habe. Ich habe danach noch ein paar Sachen verändert, wie unter anderem die Pika Engine, die ich jetzt momentan teste. Ich überlege mir mal mit Dragon. Ich würde sehr gerne Dragon spielen. Ähm, ob das dann auch funktioniert, ich weiß es nicht. Ich bin halt wirklich der Meinung, dass Dragon eine der stärksten Karten im Orkus-Deck ist. Vermisse ich schon ab und zu bei meinen Endbildern, um ehrlich zu sein. Nur ich müsste halt ein paar Bricks mehr spielen, was ein bisschen kritisch ist. Dafür, dass ich super wenige Bricks spiele. Ich spiele Lamia, Goblin, Golem ist nicht so ein krasser Brick und Wordfarm bei 45 Karten ist vollkommen fein. Okay, das auch. Aber an sich, die Bricks, die ich dann ziehe, sind wenigstens verwertbar und nicht wie groß nix. Ich hasse ohne nix. Ja, das war's mit dem Deckbefall. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Vergisst nicht, bei meinen Twitch-Channel mal vorbeizuschauen. Link sollte unten in der Beschreibung sein. Und ich würde sagen, wir sehen uns. Oder wir hören uns besser gesagt beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.